So, Glück auf, Bonsai-Kumpels, Sternchen innen. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einer weiteren Folge Projects, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja, was seht ihr hier? Ihr seht dasselbe wie im letzten Jahr, wo ich schon viele Worte habe weiten lassen, aber keine Taten. Ja, und das wollte ich euch einmal so zeigen. Ich habe das ja im letzten Jahr groß angekündigt, dass ich vorhatte, einen sogenannten Mehrfachstamm oder Clump-Style Tree oder Kabudachi hier raus zu generieren. Und war da auch guter Dinge, aber irgendwie ist das Projekt ein bisschen so im Eifer des Gefechts untergegangen, muss ich sagen. Das hat verschiedene Gründe. Das eine, also weshalb wir jetzt mit dem Video anfangen, also ihr seht das ja sowieso erst später, aber wir haben jetzt Anfang März, um das mal zu sagen. Ich will jetzt einmal einen Frühjahrschnitt machen und möchte mir jetzt schon die Äste, die ich jetzt im Sommer oder im Frühjahr, also Mai irgendwo denke ich, abmoosen möchte, will ich mir jetzt markieren. Ich nehme so ein bisschen Draht und dann mache ich da, wo ich mir vorstelle, dass ich den abmoosen könnte, so eine leichte Drahtschlinge. Teilweise an so, ja, sagen wir mal, an so Kreuzungen, wo wirklich 4, 5 Triebe aus einer Kehle kommen, sozusagen. Da habe ich ja schon, da habe ich schon 5 Triebe für einen Kabudachi, dann brauche ich noch einen zweiten so. Und zum anderen, um überhaupt mal jetzt zurückzuschneiden und mal den Baum ein bisschen mehr zum Austreiben nochmal anzuregen, wollte ich mir das halt mal jetzt einmal angucken. Ja, und das jetzt nochmal als Video festhalten. Das hier gilt wieder, oder gilt nicht wieder, sondern es gilt immer noch als Bonsai-Projekt, so als übergeordnetes Ziel, würde ich jetzt mal sagen. Währenddessen ich dasselbe, was ich jetzt hier mache, auch bei vielen Bäumen im Garten machen werde, die im Freiland stehen, habe ich mehrere verschiedene Ahorne, die sich dafür anbieten. Und da habe ich das bereits schon gemacht, dass ich die letztens, bevor Grünschnitt war, eben einmal ein bisschen zurückgeschnitten habe und habe das schon überall Drahtschlingen drum gemacht, wo ich denke, sie jetzt im Frühjahr abzumoosen. Das Problem ist halt, wenn der Baum im Laub steht, dann kann man so ein bisschen die Äste zur Seite machen, guckt da mal so rein, aber irgendwie ist man sich nicht so richtig schlüssig, ob eher da oder da abmoosen. Und jetzt kann ich wirklich das Potenzial des Baums betrachten, wo coole Triebe sind, wo Triebe auch sind, wo das nachher passt für das Projekt. Ich brauche ja keinen an der Stelle zum Beispiel, ihr seht das jetzt wahrscheinlich nicht, aber hier, der dann so horizontal zur Seite raustreibt. Ja. Obwohl das nächste Problem natürlich auch ist, ich gerade schon gedacht habe, oh, das ist cool für Kabudachi, das ist cool für Kabudachi und hier können wir wieder einen geilen einzelnen Trieb rausmachen und da können wir einen einzelnen Baum raus generieren. Das muss ich mal ein bisschen aus dem Kopf schminken, weil ich habe schon so viel Ahorne oder Horne mittlerweile, also einzelne Acer palmatums, die sortenrein sind, so wie der, dass ich mir das pflanzentechnisch eigentlich nicht mehr leisten kann. Was ich damit auch noch gesagt haben wollte, ist, alle anderen Kabudachis, Mehrfachstämme, die ich dadurch jetzt quasi generiere, die sich jetzt so im Freiland da auftun, die werde ich nicht hier im Bonsai-Projekt abarbeiten, sondern die laufen dann als normale Bonsai-Blocks. Und dann wahrscheinlich auch von Anfang an schon als einzeln generiertes Video für jede Sorte immer so ein Video und dann müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Ja, ich denke mal, ich werde euch jetzt noch mal ein bisschen näher ranholen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch was dazu sagen werde, warum ich speziell an der Stelle abmoosen will oder an der Stelle abmoosen will. Ich hoffe mal einfach, die meisten können sich das denken. Das macht mir das Filmen dann ein bisschen einfacher. Und ja, ich schneide den jetzt einfach erstmal ein bisschen zurück. Ihr seht das jetzt sowieso im vollen Umfang, bis wir den Kabudachi in der Schale haben und einen Mehrfachstamm daraus generiert haben. Und ich sehe dieses Projekt wahrscheinlich erst im Mai wieder. Aber ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns dann spätestens so irgendwann im Sommer oder im Herbst. Also bis dann. Ja, da sind wir wieder. Projekt Clump-Style Tree macht mir so ein bisschen Kopfzerbrechen. Also ich hatte gerade so überlegt, nee, lass das sein, weil die ich hier markiert hatte im Frühjahr, die passen irgendwie nicht so ganz vom Verhältnis und wachsen so ein bisschen krumm und schief.
Da hatte ich mir überlegt, erst diese Einjahrestriebe, also die Triebe von diesem Jahr hier abzumosen. Habe mir jetzt aber gedacht, ich mache das trotzdem, so wie ich es vorhatte, dass ich die Teile hier abmose, weil ich kriege so 8 bis 12. Ich will ja immer diese Doppeltriebe hier abmosen. 8 bis 12 kriegen wir dadurch zusammen. Das wird bestimmt schon mal interessant. Falls das nicht gut wird, haben wir halt ein schönes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ich hätte mir halt gedacht, dass wenn man die immer in den Achseln hier abmost und direkt zwei Triebe hat, dass das vielleicht ein Vorteil sein kann. Habe aber jetzt so ein bisschen Bedenken, weil ich irgendwie so vom Gedanken her denke, dass es ganz cool wäre, wenn ich nur so einjährige Triebe hätte, die noch keine Seitentriebe haben, um das besser zu variieren. Aber ich habe draußen im Freiland noch ein Aser palmatum auch in Sorten reinstehen, wo ich definitiv auch noch einen dicken abmosen wollte für einen Kollegen, die Tage draußen. Und das wollte ich auch per Video festhalten. Und da sind die Triebe noch viel krasser und auch viel dicker. Und da überlege ich mal, ob ich da nicht mal so 10, 20 von diesen dünnen Trieben versuche abzumosen. Da muss man zwar immer so blöd das Tütchen rumtüddeln und dann ist das mit den Tütchen ja auch immer so eine Sache wegen Feuchthalten. Also ich zumindest, ich habe das größte Problem mit den Tüten. Also A, diese Fummelei mit den Tüten ist blöd, was ich jetzt gleich hier aber auch machen werde. Und dann müssen wir das ja feucht halten über die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt hier gleich, obwohl hier geht es ja noch, wenn ich nehme mal die Doppeltriebe, habe ich hier 4, 5 Tütchen dran. Aber wenn ich dann im anderen da 20 dran habe, das ist so die Sache, die ich da immer so, die mir mal Kopfzerbrechen macht. Währenddessen ich das mit diesen Döschen viel cooler finde. Die sind oben, haben die ja um den Stamm rum sowieso immer ein viel größeres Loch. Und wenn du dann den Baum gießt, kann man einfach so ein bisschen über das Döschen, das kommt alles oben über das Loch rein. Ich habe noch nie gehabt, dass das Moos irgendwie trocken geworden ist. Und habe das auch noch nie separat gegossen gehabt. Also das geht immer so mit dem normalen Gießen mit. Ja, also würde ich sagen, ja, gucken wir mal. Hier auf jeden Fall jetzt die richtige Abmoosnummer. Und dann draußen da, das mache ich aber in einem separaten Video, das läuft dann als Bonsai-Vlog. Clumpstyle-Spiel irgendwie, da werde sowieso aus 2, 3 Bäumen noch Clumpstyles machen. Da werde ich das dann bei diesen einjährigen Trieben versuchen und dann hier auch so mit ein bisschen Schmiergelpapier ein bisschen blank machen. Das war ja so der Tipp von Björni. Also Björn Björholm hatte das mal in irgendeinem Video gesagt. Das hatte ich schon mal ausprobiert, das geht auch. Trotzdem ist mir nachher der Steckling abgekackt, weil ich vergessen hatte, die Grünmasse zu reduzieren, als ich den abgemacht hatte. Aber das ist eine andere Sache. Das kriegen wir hier alles in den Griff. So, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Ist ein bisschen wust der Baum. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Wenn nicht, verzeiht es mir ein bisschen. Und ich denke, das haue ich auch im Zeitraffer morgen. Ist immer dasselbe. Ist bloß immer eine Frage der Geschicklichkeit, wie man die Stellen halt so blank kriegt. Aber da kann ich ja sowieso nicht helfen. Da muss jeder immer an seinem Baum gucken, wie es geht. Und hier geht es ja auch nachher ums Ergebnis und nicht, wie moose ich ab. Das habe ich ja schon in diversen anderen Videos mal so erklärt. Ja. Ja, ihr denkt jetzt, wir machen die Abmosung auf und ich denke jetzt, das machen wir nicht. Ja, willkommen, wir haben 2 Wochen später ungefähr, nachdem ihr den ersten Teil gesehen habt.
Und was ganz cool ist, ich hatte ja diese Bonbon-Tütchen, die unglaublich mühsam waren, da dran zu fummeln. Und habe ja einmal dieses durchsichtige Töpfchen wieder benutzt, was sehr einfach dran zu machen ist und bei dem man auch jetzt schon nach 2 Wochen, wo gemerkt, sehr schön sieht, dass die Stelle richtig geil, richtig viel Wurzeln gebildet hat. Und jetzt stand ich gerade so ein bisschen vor der Frage, mache ich die Bonbons auf und gucke mal rein, weil da kann ich ja nicht reingucken. Und wenn ich die aufmache, reingucke und das ist nichts, dann mache ich die garantiert nicht wieder zu, weil das voll mühsam war. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, ich lasse das alles zu. Und zwar habe ich letztens noch ein paar Abmosungen gemacht, das werdet ihr dann demnächst sehen. Ich habe hier so Plastikpinchen, hatte ich sowieso keine Verwendung für, ich trinke keinen Schnaps in der Form. Und habe die zugeschnitten, wieder wie meine Krabbendöschen. Also hier einmal mit dem Schlitz, unten ein Kreuz rein, dann die Ecken ein bisschen weg, dass ich hier so ein Nüsschen habe. Und habe mir jetzt nochmal vorgenommen, diese Jungtriebe, das hatte ich nämlich bei den anderen Bäumen auch gemacht, diese Jungtriebe hier, ich habe in etwa in Summe 7 gezählt, bei denen ich mir jetzt vorgenommen habe, hier noch eine Abmosung zusätzlich vorzunehmen. Teilweise ist das eine Abmosung in der Abmosung, den muss ich ja nachher sowieso ein bisschen Laub reduzieren, dann passt das schon mal ganz gut. Und teilweise hier so ein paar Triebe, die sowieso so außen vor waren, die werde ich hier auch noch mitnehmen, in der Hoffnung, dass es auch so 2 Wochen dauert. Also wir haben Mitte August, habe ich ja jetzt immer schön hier oben eingeblendet, das Video, im Video für euch. Und hoffe, dass das auch noch so 2 Wochen dauert und dass ich so Anfang September, Mitte September spätestens diese Abmosung abnehmen kann. Dann können die sich nochmal so 2 oder 4 Wochen nachher in der Schale kultivieren sozusagen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann weiß ich nicht, ob ich die frostfrei oder zumindest einigermaßen frostfrei überwintern werde oder ob ich die ganz normal bei meinen anderen Bäumen stehen lassen werde. Das wird die Zeit zeigen. Auf jeden Fall ist das mit diesem Pinchen hier voll geil. Das lässt sich genauso geil verarbeiten wie diese Krabbendöschen. Das Einzige ist, das Plastik ist ein bisschen spröder und ein bisschen brüchiger, muss man ein bisschen vorsichtiger sein und klebt das nachher mit Paketklebeband hier außen so zu, oben so zu, weil hier gibt es ja keinen Deckel für. Ja, und wie gesagt, bis jetzt war meine Erfahrung, dass es ganz gut funktioniert hat. Ich hoffe, das sollte jetzt gleich hier auch dazu klappen. Und dann würde ich mal sagen, hole ich euch ein bisschen näher ran und gucken uns das mal an und dann reden wir das nächste Mal, wenn wir wirklich mal die Abmosstellen aufmachen. So, also viel Spaß. So, ja. Vor 10 Wochen waren wir das letzte Mal zusammen, also ich und der Baum, ihr wart ja gerade noch bei mir. Und jetzt habe ich ihn mal wieder reingeholt. Eigentlich viel zu spät, aber ich habe viel zu viel beruflich zu tun. Weshalb ich mir jetzt auch gedacht habe, ich muss jetzt mal schnell hier die Triebe abschneiden. Was haben wir zuletzt gemacht? Zuletzt hatten wir diese geilen Pinchen, die ich hier so präpariert hatte, eingeschnitten und mit dem Kreuz, hatte ich ja schon beschrieben, meine ich zumindest. Wenn nicht, mache ich das demnächst nochmal. Und hatte nochmal diese einjährigen Triebe hier alle abgemoost, oder zumindest versucht. Und ich habe gerade schon mal so ein bisschen reingeguckt, auch wenn das eine oder andere Döschen ein bisschen trocken wirkt, würde ich sagen, dass das schon gelungen ist. Deshalb ist die Idee jetzt, also wir haben den 13. Oktober, die Idee ist, das jetzt alles vom Baum zu trennen, jetzt in den Winter rein. Ich weiß, der eine oder andere wird das jetzt nicht cool finden, aber ich habe früher schon mal so ein paar Abmosungen gemacht, die habe ich auch erst im Oktober aufgemacht. Die habe ich ganz normal überwintert, da passiert nichts und wenn, dann machen wir das nächste Jahr neu. Machen wir sowieso, weil ganz kurz so die Erfahrung, die ich jetzt hier aus diesem Clump-Style-Projekt rausgezogen habe, ist, dass diese einjährigen Triebe, die ja keine Seitentriebe aufweisen
und sehr gerade sind, mit diesem Pinchen A sehr leicht abzumosen sind. Und ich das nächstes Jahr nochmal bei einem anderen Baum, ich habe ja das nochmal im Freiland stehen, in den Fokus ziehen werde, einen Klammstyle nur aus diesen einjährigen Trieben zu ziehen, weil man die dann auch nachher schöner anordnen kann und die nicht so wild sind wie, ich habe ja hier unten so eine Astgabel abgemoost, da kann ich ja nachher nicht viel korrigierend drauf eingreifen. Ja, und ich werde definitiv nächstes Jahr das nochmal mit dem Pinchen machen. Also das mit dem Pinchen ist Bombe. Also wenn ihr das mal machen wollt, diese Bonbons hier, furchtbar, kann man nicht reingucken. Ich weiß nicht, ob das was geworden ist. Beim Pinchen sehe ich sofort, da hinten ist eine Wurzel, ist was geworden, alles super, kann ich abtrennen, spitze. So, deshalb würde ich mal sagen, für jeden, der das nachmachen will, ich kann das nur empfehlen, kauft euch Plastikpinchen, besauft euch nicht, sondern macht Bonsais. Ja, das ist so der Tenor, den ich daraus gewonnen habe. Ja, ich werde jetzt mal gucken, dass ich das vom Baum loswerde. Dann muss ich mal gucken, wie ich die zusammensetze. Ich habe ja 7 Pinchen, meine ich, waren es. 7 Einzeltriebe. Vielleicht mache ich auch 2 Klammstyles, dass ich diese 7 Einzeltriebe als einen durchziehe als Klammstyle. Wenn dann nachher 1, 2 von absterben, habe ich ja, also mindestens 3 ist ja schon so eine, nicht Gruppe, sondern so, ihr wisst, was ich meine, ein kleiner Klammstyle. Und mache dann aus den anderen, die ich hier vorher versucht hatte abzumosen, nochmal einen separaten oder ich stecke das alles zusammen. Weil die ja auch unterschiedliche Höhen haben, aber das entscheide ich gleich spontan. Das hat für euch jetzt ein bisschen Zeitraffer und wenn ich die dann nachher zusammen im Teichtopf habe, dann reden wir darüber. Ja, willkommen zum Schluss, würde ich mal sagen. Ja, es war ein bisschen mühsam. Als allererstes würde ich gerne einmal zusammenfassen, alle Abmosungen, die ich hier dran vorgenommen habe, hatten auf jeden Fall Wurzeln. Also jeder einzelne war bewurzelt. Der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Ich hatte gerade bei den Pinchenabmosungen zum Beispiel, die ich hier gemacht hatte, da waren 1, 2, die waren relativ trocken. Die hatten auch eine, ich sag mal, eine sehr verhaltene Wurzelbildung. Habe das jetzt trotzdem alles entklamüsert, das habt ihr ja gerade im Zeitraffer hoffentlich gesehen. Und das alles so zusammengeführt und ich bin guter Dinge bei allen Sachen. Ja, und ihr denkt euch jetzt, warum habe ich überhaupt 3 Klammstyles quasi daraus generiert? Und zwar hat sich das wie folgt ergeben. Der erste, das ist der hier, würde ich mal sagen, das ist ein dicker Ast gewesen, an dem, das sind insgesamt 4 Stück, mehrere abgingen, wo ich den unten abgemoost habe und da versuche ich jetzt aus einer Abmosung sozusagen einen Klammstyle zu generieren. Das ist jetzt so die Idee. Das war
eine spontane Idee, als ich ihn abgemoost hatte. Ich wollte ihn eigentlich mit den anderen zusammenfassen, aber habe das jetzt erstmal einzeln gemacht, weil ich glaube, das kommt ein bisschen besser. Weil das wäre auch alles ein bisschen sonst zu viel geworden. Dann kommen wir zu der nächsten Geschichte. Wie gesagt, ich hatte ja Björn Björholms Video geguckt. Der hatte das damals aus Seedlings, also aus Sämlingen gemacht, quasi. Also auch so wie so einjährige Triebe aus einzelnen Pinnen. Und sagte dann in dem Video auch, dass es vielleicht eine interessante Idee wäre, immer so, wo so 2 Äste abgehen, da abzumosen und die alle zusammenzuführen. Das habe ich jetzt hier mit 4 Stück gemacht. Also wir haben jetzt hier quasi 8 Einzelstämme sozusagen, die zusammengeführt sind auf diesem Klammstyle. Problem dabei ist, ich habe die unten auch mit dem Kabelstrap zusammen gemacht und die sind jetzt bam, wie so ein Bündel zusammen. Ich habe jetzt alles auch mit dem Draht reingedrahtet, gerade den hier zum Beispiel muss ich direkt nächstes Jahr schön auseinanderziehen, hier so mit so Zugdrähten nach außen, damit der schön lichtig wird und von innen Licht reinkommt, damit das überhaupt noch was wird, weil die doch schon richtig wie so ein Knäuel zusammenhängen. Ich habe die auch kaum auseinandergewirkt gekriegt. Relativ kompliziert. Klar, der einzelne war am einfachsten zu setzen, muss man ja so sagen. Den setzt einfach da rein, fertig. Das hier war schon mühsam, kompliziert. Finde ich persönlich auch gar nicht so cool. Also so würde ich es nicht normal machen. Deshalb ist das Resümee eigentlich der Gewinner. Und man sieht es ja hoffentlich auch einigermaßen. So soll der Klammstyle ja nachher aussehen. Jetzt habe ich die 7 Einzelabmosungen hier alle zusammengeführt. Alle hatten Wurzeln. Und habe jetzt hier schön so einen Kamm. Schön einmal aufgekämmt, habe die unten alle zusammen gemacht, einmal mit dem Kabel wieder zusammen, dann zieht man so ein bisschen dran und pupp, hat man die wie so ein Kamm stehen. Mega geil. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn das jetzt so 10, 15 Stück gewesen wären, weil ich gehe davon aus, dass da so 2, 3 absterben. Das ist wohl so die bekannte Größe sozusagen. Aber definitiv ist das hier das Beste, was man so handhaben kann. Also man konnte die am besten abtrennen, man konnte die am besten aufkämmen, man konnte die am besten zusammenführen und dann noch dieses Aufziehen, das ist jetzt hier so wie so ein Kamm wirkt. Mega geil. Also das hier wird auf jeden Fall im Klammstyle, so habe ich mir so ungefähr vorgestellt. Nur hätte ich gerne 1, 2 Triebe mehr dabei gehabt. Ich werde das definitiv weiterführen. Ich habe den ja schon zusammengeschnitten. Den lasse ich nächstes Jahr erstmal austreiben. Wir haben jetzt gelernt, man kann ruhig später abmosen, sprich die einjährigen Triebe, die lasse ich nächstes Jahr hier alle treiben. Und dann mache ich hier 20 Klammstyles raus, so unter dem Motto. Und vielleicht schneide ich dann noch 2, 3 ab und führe die einfach mit hier hinzu. Weil ich denke jetzt mal so in den nächsten 1, 2 Jahren haben die definitiv noch die Möglichkeit, sich in die Wurzelmasse und an den Stamm von dem anderen zu integrieren. Wie man hier auch gerade schön sieht, was mir auffällt, den dicksten habe ich halt in der Mitte gemacht und dann so die kleineren, dünneren so nach außen. Ich denke mal den hier, ja, das denke ich jetzt gerade. Kann man direkt mal oben den Spitzentrieb nehmen und den auch. So, da ist das ein bisschen besser im Verhältnis. Ja. Und das hier ist definitiv das, was ich mir unter Klammstyle vorstelle. Deshalb werde ich das Projekt Klammstyle im nächsten Jahr nochmal nur aus einjährigen Trieben weiterführen. Andere Klammstyle-Projekte werdet ihr definitiv jetzt noch die nächsten Wochen so sehen, weil ich das noch bei so ein paar anderen Bäumen im Petto habe. Das kommt dann ganz normal auf unserem Blog. Und wenn euch das interessiert und ihr das sehen wollt, dann schaltet einfach nächste Woche Sonntag wieder ein, wenn es wieder heißt My Trees and the Pot. Ich bedanke mich fürs Einschalten, euer Patrick. Bis Sonntag. Ciao.